Hallo, ich bin Julius Müller und in diesem Tutorial möchte ich einmal erklären, wie MD-Stage funktioniert. Was ist MD-Stage überhaupt? MD-Stage ist quasi die Kommandozentrale im Theater oder Musical. Von MD-Stage aus werden alle anderen technischen Bereiche ferngesteuert, also Licht, Mikrofone und auch Musik wird abgespielt oder Loops, Vamps, D-Vamps und so weiter. Wenn wir MD-Stage zum ersten Mal öffnen, sehen wir hier diesen Dialog mit Datei öffnen oder neue Datei. Das können wir natürlich auch jederzeit hier übers Menü. Standardmäßig wird dann immer beim Öffnen die zuletzt verwendete Datei geöffnet. Drücken wir also neue Datei. Dann fügen wir am besten irgendwo, wo es für uns ganz gut passt, einen neuen Ordner hinzu. Tutorial nenne ich den jetzt einfach mal. Und hier oben geben wir natürlich dann den Dateinamen an, Tutorial. Und dann können wir auch schon direkt loslegen. Wir können hier Cues hinzufügen, wir können Rollentext, Regieanweisungen hinzufügen und das machen wir auch direkt mal. Wir fangen an mit einer Überschrift. Eine Überschrift erzeugt man, indem man einfach eine Raute davor setzt, also zum Beispiel Szene 1 in der Einkaufshalle. Dann haben wir eine Überschrift. Regieanweisungen fügen wir hinzu, indem wir einfach nur Text hier eintippen, nichts weiter. Also, es ist dunkel auf der Bühne, langsam fadet das Licht ein. Und dann können wir unseren ersten Rollentext hinzufügen, aber noch nicht ganz. Denn wir müssen einmal den Rolleneditor öffnen. Den finden wir hier. Dort können wir Rollen hinzufügen, zum Beispiel Frank, Anna, Lukas. Hier können wir dann jeweils Farben auswählen, die am besten zu der Rolle passen. Und wir können direkt auch Gruppen anlegen, also zum Beispiel sowas wie den Chor. Das ist jetzt natürlich mit 3 Leuten relativ witzlos, aber wir sagen, der Frank ist der Solist und Anna und Lukas sind Chor. Hier können wir vielleicht dann auch eine andere Farbe wählen, damit die sich ein bisschen besser abhebt, gelb. Und dann haben wir unsere Rollen auch schon definiert. Wenn wir jetzt hier wieder in den Textbearbeitungsmodus wollen, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir drücken mit Shift-Klick auf bestehenden Text oder auf eine bestehende Überschrift. Wenn wir Enter drücken, kommen wir direkt in die nächste Zeile und können dort einen Rollentext oder eine Regieanweisung hinzufügen. Oder, wenn man hier am Anfang der Zeile hovert, entsteht ein Plus. Wenn man da mit Shift drauf drückt, wird an der Stelle dann auch ein neues Textfeld erzeugt. Wir können anfangen mit ein paar Buchstaben von einer Rolle, zum Beispiel Anna. Da sehen wir direkt, wird hier Autofill vorgeschlagen. Um das auszuwählen, bestätigen wir mit der Tabulator-Taste. Und Anna sagt jetzt einfach mal, hallo Frank, hallo Lukas. Darüber sind Frank und Lukas natürlich super erstaunt, deshalb antworten direkt mal beide gleichzeitig, Frank und Lukas, wie aus einem Munde gesprochen, hallo Anna. So. Wenn wir uns jetzt entscheiden, das wäre eigentlich doch besser, wenn das hier nicht die Anna sagt, sondern der Frank, dann können wir hier vorne einfach auf die Rolle draufdrücken, können auch eine andere Rolle auswählen oder eben auch eine hinzufügen, dann sagen es mehrere Leute, was uns da am besten passt. So, jetzt fügen wir mal noch eine zweite Szene hinzu, wieder mit der Raute. Szene 2 in der U-Bahn. Da wollen wir dann zum Beispiel auch direkt einen Song haben. Dazu lassen sich ganz gut die Subheadings nutzen. Da nutzen wir einfach 2 Rauten. Zum Beispiel Song 1, U-Bahn. Dann wird das als Subheading dargestellt. Das hat
den Sinn, dass wir hier links so ein Menü haben. Da sehen wir alle Überschriften und eben auch die Subheadings. So können wir das dann so ein bisschen gliedern. Wenn wir hier drauf drücken, springen wir direkt zu dem Teil im Skript. So finden wir uns dann schnell zurecht. Wenn wir mal kurz geschlafen haben bei einer Probe oder sowas, ist das auch kein Problem. Dann müssen wir einmal kurz zuhören, was die denn da so erzählen. Mit STRG F öffnet sich ein Suchfeld und dann können wir anfangen, Text einzutippen. Zum Beispiel Hallo Anna. Und dann finden wir auch direkt, gut, bei Hallo ist das vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, aber oft gibt es ja einzelne Sätze, die so auch nur einmal vorkommen. So finden wir uns dann relativ schnell zurecht. Hier mit den Pfeilen können wir dann natürlich durch die verschiedenen Suchergebnisse springen und im Textbuch wird da dann auch an die entsprechende Stelle gescrollt. Jetzt fügen wir mal bei dem Song, den wir haben, ein bisschen Text hinzu. Frank ist hier jetzt der Solist. Hallo, ich singe mein Solo. Und dann könnten wir natürlich immer schreiben als Chor, das machen jetzt Anna und Lukas. Aber das ist natürlich ein bisschen nervig. Stattdessen können wir auch einfach schreiben Chor. Die Gruppe hatten wir ja am Anfang definiert im Rolleneditor. Und dann kann der Chor eben singen, Hallo, wir sind der Chor und singen unser Lied. Dann können wir hier natürlich auch noch, wenn uns einfällt, hier soll der Lukas aber auch noch sagen, joa, ich weiß nicht. Dann fällt uns später auf, das soll er vielleicht doch nicht sagen. Oder das soll er an einer anderen Stelle sagen, können wir entweder hier mit den Knöpfen Elemente verschieben oder auch Elemente löschen. Das gilt für Text, das gilt aber auch für Überschriften zum Beispiel. Oder später auch für Cues. Eine sinnvolle Funktion gibt es noch, die ist vor allem bei Liedern sinnvoll, wenn wir hier nochmal unser Lied editieren. Dann wollen wir nicht unbedingt eine Zeile, wo dann Chor davor steht, für jeden Vers von diesem Lied. Da können wir dann einfach Shift-Enter drücken, kommen in die nächste Zeile, können wir hier und wir singen weiter und wir singen immer noch. Ja, das reimt sich jetzt natürlich nicht, aber man versteht sicherlich, was gemeint ist. So, dann wollen wir jetzt mal Cues hinzufügen. Das funktioniert, indem wir einfach hier links am Zeilenanfang erscheinen ja diese Plusse, wenn man da hovert. Da drücken wir drauf, ohne Shift, also wenn sie grün sind. Das erzeugt ein Cue. Und da können wir dann auch direkt mal eine Musikdatei reinziehen. Das geht einfach per Drag and Drop. Zum Beispiel dieses Lied hinzufügen. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, wird die Datei abgespielt. Wenn wir nochmal drücken, wird sie gestoppt. Wir sehen hier links, der Cue wurde ausgelöst, damit wird er gelb. Wenn wir jetzt gar nicht die ganze Datei spielen wollen, können wir Shift gedrückt halten und dann sind hier diese Marker, mit denen kann man Anfang und Ende setzen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur diesen Bereich spielen wollen, setzen wir die Marker so, wird nur dieser Bereich gespielt. Wenn wir wollen, dass es ein bisschen ein- und ausfadet, können wir mit Shift gedrückt halten, diese oberen Punkte anfassen und bewegen. Damit wird dann auch so ein bisschen ein- und ausgefadet. Das lässt sich natürlich wunderbar kombinieren mit einem Loop. Jetzt wird hier angezeigt, Achtung, kein nahtloser Übergang. Das ist vor allem wichtig, wenn man in seiner DAW die Musikdateien schon auf die richtige Länge geschnitten hat für Loops. Dann sollte man Wave verwenden und nicht MP3, weil bei MP3 immer so ein bisschen Padding am Anfang und am Ende ist. Das heißt, da ist kurze Stille und wenn man dann nahtlosen Übergang möchte, dann funktioniert das nicht. In dem Fall dann Wave verwenden. Für den Fall hier ist das jetzt aber in Ordnung, weil wir ja nur einen Teil aus der Mitte verwenden.
Und der wird jetzt endlos geloopt. Ist natürlich jetzt nicht so schön, weil ich einfach irgendeine willkürliche Stelle verwendet habe. Ich nehme den Loop mal nochmal raus, nehme nochmal hier das ganze Lied. Im Übrigen können wir, wenn wir einfach ohne Shift zu drücken, irgendwo in die Waveform drücken, den Playhead verschieben. Wenn wir dann L und R drücken, können wir auch den Eingangs- und Ausgangspunkt verschieben. Das ist ganz praktisch, vor allem wenn man gerade näher rangezoomt hat. Hier kann man zoomen, wenn wir dann hier unseren Ausgangspunkt haben wollen, unseren Endpunkt, dann drücken wir R und dann haben wir da direkt den Endpunkt. Aber wie gesagt, man kann natürlich auch mit Shift und Verschieben diesen Punkt verschieben. So, jetzt kommt es manchmal vor, dass man eine Doppelbesetzung hat und dass die Doppelbesetzung das Lied in einer anderen Tonhöhe braucht. Das wäre natürlich super nervig, wenn man dann am Anfang immer einmal gucken müsste, wer spielt denn heute? Dann ziehen wir die Audiodatei da rein. Das wollen wir nicht, deshalb drücken wir hier auf Variante. Dann wird alles aus diesem Cue erstmal so kopiert und wir können aber eine andere Audiodatei hinzufügen. Zum Beispiel hier, das war jetzt Abendabschlusslied tief, jetzt wollen wir Abendabschlusslied hoch. Ist einfach ein bisschen höher. Die Varianten werden nebeneinander angezeigt, das heißt, man kann dann selbst während der Vorstellung noch überlegen, wer spielt denn heute? Okay. Da können wir vielleicht sogar dann hier noch einen Hinweis hinzufügen, also wenn der Frank gespielt wird von Theo, dann wollen wir hier den Hinweis haben, Theo. Wenn der Frank gespielt wird von Ben, dann wollen wir hier den Hinweis Ben haben. Und in der Live-Ansicht ist es dann genauso. Wenn wir also jetzt nochmal hier von Anfang an anfangen, dann holen wir uns hier die Live-Ansicht. Dann sehen wir, weil jetzt als nächstes ein Varianten-Cue käme, sehen wir, okay, das blinkt, da müssen wir noch wählen. Und dann können wir sagen, okay, heute spielt Ben. Der wird dann quasi in Bereitschaft gesetzt. Und wenn wir Go drücken, dann wird eben die Ben-Variante abgespielt. Und danach geht es dann zum nächsten Cue. Das sehen wir jetzt noch nicht, weil es noch keinen nächsten Cue gibt. Wir können Audio-Cues auch einen separaten Monitor-Mix hinzufügen. Das habe ich jetzt hier nicht ausgewählt, dann wird einfach der gleiche wie das Hauptaudio an die Monitore geschickt, aber hier könnte ich jetzt einen separaten auswählen. Das macht jetzt natürlich keinen Sinn, hier den hohen und da den tiefen zu nehmen, weil ich habe gerade keine andere Datei. Dann wird simultan auf den Hauptlautsprechern der ganz normale Mix ausgegeben und auf den Monitoren der Monitor-Mix. Damit kann man zum Beispiel dem Chor auf der Bühne helfen, indem dann auf dem Monitor-Mix noch ein Klavier mitspielt oder ein Click-Track oder was auch immer. Das wird dann hinzugefügt und in den Einstellungen lässt sich dann auch der Monitor-Mix Kanälen zuordnen. Das funktioniert hier jetzt gerade nicht, weil meine Soundkarte nur 2 Kanäle hat, aber wenn ich ein Audio-Interface mit mehr als 2 Ausgängen habe, dann könnte ich hier für Monitor links, Monitor rechts eben auch noch die entsprechenden Kanäle auswählen. Hier kann ich sie auch testen. Kommt ein kleiner Ton. Und so kann ich dann über die PA was anderes abspielen als über den Monitor. Dann gibt es so ein paar advanced Features mit Audio. Das sind Loops und Vamps. Fangen wir mal mit der einfachsten Form an. Ein ganz normaler Loop. Da füge ich mir jetzt hier eine Datei ein, die passenderweise auch Loop heißt. Da ist sie, ja, die wollen wir. Wenn wir hier jetzt auf Loop drücken, soweit so gut. Wird allerdings dann gestoppt,
sobald man sie eben stoppt. Dazu kann man einfach einen weiteren Cue hinzufügen. Der muss auch gar keine Audiodatei da drin haben. Da gibt es die Bezugsfunktion. Da können wir ein Cue auswählen. Und dann können wir sagen, entweder er soll gestoppt werden mit einem Fade-Out. Da können wir hier dann die Fadezeit angeben. Oder die Lautstärke soll zum Beispiel auf die Hälfte reduziert werden. Das ist ganz gut, wenn, weiß ich nicht, wir haben erstmal so ein bisschen Musik, dann geht die Szene los, die Leute sprechen und ab der Stelle soll dann die Lautstärke ein bisschen niedriger werden. Das können wir dann eben mit einem anderen Cue triggern. Das testen wir mal. Also Lautstärke irgendwie auf 0,3. Ja, 0,3. Fadezeit wollen wir mal 1 Sekunde. Und dann läuft hier der Loop durch. Und wenn wir dann den nächsten Cue drücken, wird die Lautstärke eben reduziert. Hier oben stoppt man übrigens alle Wiedergaben. Jetzt könnte man natürlich auch wieder einen nächsten Cue hinzufügen, der dann wieder einen Bezug hat und die Lautstärke wieder auf 0,8 setzt. 0,8 ist das Default, damit man nach oben noch so ein bisschen Headroom hat. Wieder Fadezeit 1 Sekunde. Na, jetzt hatte ich hier Fade Out. Wir wollen aber Lautstärke auf 0,8. So. Und dann können wir hier, mit dem wird die Lautstärke niedriger. Mit dem wird die Lautstärke wieder höher. Und genauso können wir sagen, am Ende der Szene soll dieser Loop dann gestoppt werden. Fügen wir hier einen weiteren Cue hinzu. Wieder Bezug. Beziehen wir uns auf den hier. Und diesmal dann aber Fade Out. Reichen uns vielleicht 2 Sekunden. Das wird hier dann übrigens auch immer dran geschrieben, ne? Also dann weiß man beim Operieren, was passiert, wenn ich auf diesen Cue drücke, damit man keine Überraschungen erlebt. So, und jetzt haben wir hier unseren Cue. Hier wird er leiser, da wird vielleicht drüber geredet. Hier wird er wieder lauter, da wird weiter getanzt. Und hier wird er ausgefadet. Das klappt jetzt ganz gut, weil der Cue eben so geschnitten ist, dass da das Ende auf den Anfang genau passt. Das ist aber in der Praxis ein bisschen schwierig, gerade wenn jetzt hier vorher nochmal ein Becken zum Beispiel angeschlagen wird, was ja hier auch angeschlagen wird. Klar, das fällt nicht so richtig auf, wenn es geloopt wird, lückenlos. Aber es ist eben trotzdem nicht so ein ganz smoother Übergang. Und da können wir dann stattdessen sagen, okay, wir nehmen nicht den Loop, sondern ich habe das hier in meiner DAW so vorbereitet, das ist dieser Loop. Und hier am Schluss klingt ja eigentlich eben dieses Becken noch aus. Wenn man das hier loopt, wird es aber natürlich hart abgeschnitten, wenn man das einfach nur als Audiodatei loopt. Deshalb habe ich jetzt einfach diesen Loop exportiert, plus noch 2 Takte danach, damit dieses Becken Zeit hat, auszuklingen. Und möchte dann, dass in MD Stage das Ganze so geloopt wird, dass eben ab diesem Punkt schon wieder der Loop von vorne anfängt und das hier noch weitergeht, damit es sich einfach so anhört, als würde eben dieses Becken ausklingen, wie es ausklingt, wenn da jemand auch einfach auf dem Schlagzeug draufgehauen hat. So, das heißt, ich habe jetzt hier meinen Loop mit Ausklang, habe ich ihn genannt. Den füge ich hier hinzu. Haben wir noch nicht ganz das, was wir wollen, weil wir wollen ja, dass es hier wieder von vorne losgeht. Dafür gehen wir dann jetzt einfach mal in die Einstellungen. Hier unten gibt es den Ausklingpunkt. Da können wir entweder den Timecode, den wir aus unserer DAW dann kennen, also die Anzahl an Sekunden eingeben, oder wir wissen, okay, dieser Loop hat Tempo 140
Und wir haben jetzt 8 Schläge mehr, also 2 Takte mehr exportiert, als eigentlich unser Loop lang ist. Rechnet da direkt aus, sind hier diese 6, irgendwas Sekunden. Und dann sehen wir an exakt dieser Stelle hier einen lila Strich. Und das ist dann der Punkt, an dem wieder geloopt wird. Und wenn man darauf achtet, also hier geht der Ausklang weiter, während hier vorne schon wieder neu gestartet wird. So kann man dann wirklich ganz smoothe Übergänge erreichen. So, das ist jetzt erstmal ein Loop, der durchläuft, der dann halt, wenn er nicht mehr gebraucht wird, einfach an irgendeiner Stelle beendet werden kann. Aber oft wollen wir ja sogenannte Vamps haben. Das heißt, wir haben vielleicht ein Intro von einem Lied, dann haben wir einen Loop und dann soll es weitergehen. Oder wir haben vielleicht auch nur einen Loop und dann soll es weitergehen, aber es soll eben nicht an irgendeiner Stelle weitergehen, sondern es soll genau dann weitergehen, wenn dieser Vamp, dieser Loop, genau an einem Schleifenende angekommen sind. Das ist hier die SLF-Funktion, nennt sich Start Loop Finish, wird aber oft eben einfach Vamp und Devamp genannt. Da können wir hier jetzt vielleicht noch einen weiteren Cue hinzufügen. Wir machen es vielleicht hier unten, damit das ein bisschen übersichtlich ist, machen wir das als eigene Funktion. Also wir haben einmal unseren Loop wieder. Da müssen wir gar nicht reinziehen, können wir hier einfach suchen. Loop, Ausklang. Den wollen wir geloopt haben. Also natürlich wieder hier mit der Ausklingfunktion. Die erscheint erst, wenn wir das auch als Loop einrichten. Also wenn wir entweder hier auf Loop drücken oder die SLF-Funktion verwenden. Das heißt, wir machen hier jetzt erstmal noch einen zweiten Cue hin. Da wollen wir dann jetzt den Song, habe ich ihn einfach genannt. Also das ist quasi dann das Ende der Finish von dieser Gruppe an Cues. So, und dann können wir sagen SLF. Wir wollen nicht einen Übergang am Ende, das wäre sinnvoll, wenn wir ein Intro hätten, das in einen Loop übergeht. Wir wollen hier jetzt aber, dass das eine Schleife ist, die dann am Ende einer Schleife übergeht in den nächsten Teil vom Song. Dazu können wir einen Cue auswählen, das ist jetzt logischerweise dieser. Muss aber auch nicht der nächste sein, also wenn dazwischen noch irgendwas passiert an Licht oder sowas, können da natürlich Cues zwischen sein. Dazu wählt man eben aus, welcher dann der nächste sein soll. Wir kriegen hier jetzt auch schon angezeigt Loop und das ist Finish. Wäre davor jetzt noch ein Startteil, dann wird der eben mit Start bezeichnet werden. Hätten wir dann einen Teil zwischen und nochmal einen Loop und dann Finish, würde dieser Teil dazwischen als Bridge bezeichnet werden. Also das ist recht übersichtlich gehalten. Dann können wir dann sofort sehen, was macht. So, jetzt brauchen wir aber ja immer noch natürlich unsere Ausklingfunktion. Weil wir das jetzt als Loop definiert haben, können wir die hier auch anwenden. Tempo 140. Schläge 8. Haben wir hier wieder unseren Ausklingpunkt. So, und wenn wir jetzt den abspielen, dann loopt der natürlich fröhlich vor sich her. Auf der Bühne wird vielleicht gerade noch umgebaut oder so. Der Umbau ist fertig. Wir drücken den nächsten. Und exakt am richtigen Punkt wird dann in den nächsten Cue übergegangen. Natürlich auch wieder mit dieser Ausklingfunktion haben wir ja definiert. Jetzt kann man aber sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, also diese 4 Takte oder was das ist doch recht kurz, vor allem wenn wir einen längeren Umbau haben. Da fällt dann doch auf, dass das dann eben ein Loop ist, der sich wiederholt und eigentlich gewartet wird, bis die da auf der Bühne fertig sind. Das ist nicht so schön. Deshalb können wir einfach mehrere Teile für den gleichen Loop verwenden. Können wir hierbei bearbeiten, Datei hinzufügen. Nehme ich jetzt nochmal den gleichen, aber da könnte dann eine Variation davon sein. Vielleicht andere Akkorde, vielleicht ein paar Instrumente mehr, ein paar Instrumente weniger. Und vielleicht sogar noch einen dritten. Achso, hier haben wir natürlich wieder Tempo 140. 8 Schläge, das ist jetzt immer das gleiche, weil wir ja die gleiche Datei haben. Tempo 140, 8 Schläge.
So, haben wir jetzt 3 Loops und stellen uns jetzt vor, dass das verschiedene sind. Und wenn wir jetzt das starten, wird der erste gespielt. Es geht über mit der Ausklingenfunktion in den zweiten und in den dritten. Und wenn der dritte fertig ist, fängt wieder der erste an. Und das kann jetzt so weitergehen. Und wenn die jetzt auf der Bühne fertig sind, drücken wir den nächsten. Und wir müssen eben nicht bis ganz zum Schluss warten, sondern eben nur bis zum nächsten Punkt, wo definiert ist, dass es da eben weitergehen kann. Wir können allen Cues, die gewissermaßen eine Timeline haben, also ein Audio abspielen, einen Timecode zuweisen, einen Start-Timecode. Dieser wird dann über MIDI-Timecode gesendet und kann zum Beispiel im Lichtmischpult verwendet werden für eine taktsynchrone Lichtshow. Dazu gehen wir einfach auf Bearbeiten und können hier den Start-Timecode zum Beispiel 02 000000 eingeben. Dann sehen wir hier am Cue, das ist eben der, wo es startet. Wenn wir abspielen, sehen wir auch hier oben, welcher Timecode gerade gesendet wird. Und bei Loops loopt der natürlich. Genauso können wir diesen SLF-Gruppen, also Start, Loop, Finish und so weiter, diesen zusammenhängenden Gruppen können wir auch beim allerersten Cue einen Timecode hinzufügen. Da wird dann in den darauffolgenden Cues, die ja automatisch an genau einer bestimmten Stelle dann getriggert werden, wird auch dieser Timecode dann fortgesetzt. Können wir vielleicht mal gerade machen, wenn wir hier nochmal jetzt unseren Loop haben, der einfach halt halber ohne Ausklang, und hier dann unseren Song haben. Das hier ist die SLF Loop, geht über in diesen, haben wir hier Loop Finish, und wenn wir jetzt hier einen Start-Time-Code, zum Beispiel 3 00000 hinzufügen, dann sehen wir hier, das ist eben der, den wir definiert haben. Und in dem nächsten Cue, der ja automatisch dann getriggert wird, geht es dann bei 6 Sekunden 21 weiter. Das wird automatisch daraus abgeleitet. Und das sehen wir dann hier oben auch. Also solange es loopt, fängt es natürlich dann wieder von vorne an, damit eben auch zum Beispiel beim Licht geloopt wird. Wenn wir auf den nächsten drücken und es wartet auf den nächsten, dann haben wir also, sobald der hier dann weitergeht, haben wir hier die 6, irgendwas Sekunden und die laufen dann fort. Dann gibt es bei zeitbasierten Cues noch eine letzte Funktion, und das ist der Auto-Cue. Also wenn wir hier jetzt zum Beispiel holen wir uns den hier nochmal nach unten, der sollte ja eigentlich davor sein. Das ist der durch diese 3 hier verändert wird. Ne? Da hatten wir ja den Loop laufen, dann wird der erst leiser, dann wird er wieder lauter und dann wird er ausgefadet. Auch das könnten wir automatisieren, macht jetzt natürlich bei Lautstärken und so weiter keinen Sinn. Macht vielleicht mehr Sinn, wenn wir später dann eine Nachricht ans Lichtmischpult schicken. Dazu können wir dann bei irgendeinem Cue, der eine Timeline eben hat, können wir die Maus da drüber ziehen, während wir klicken, und an eine bestimmte Stelle, da bleibt er dann stehen. Dann drücken wir auf Auto-Cue, auf den Cue, den wir haben wollen. Wir sehen, hier erscheint eine grüne Linie, die könnten wir mit Shift sogar hin und her ziehen, wenn das nicht ganz der richtige Moment ist. Und dann sehen wir, wenn wir jetzt hier einmal den wieder zurücksetzen natürlich, den dann starten, genau bei dieser Stelle wird er hier dann leiser. Genauso könnten wir sagen, jetzt wollen wir, dass dann an dieser Stelle er wieder lauter wird. Auto-Cue, wieder den auswählen. Und dann wird der nächste ausgelöst.
Wenn ich den hier jetzt also auslöse, dann wird hier leiser und hier wird es wieder lauter. Leiser, lauter. So, das waren alle Sachen, die man mit Audio- und zeitbasierten Cues machen kann. Aber neben dem Abspielen von Audios wollen wir natürlich auch noch andere Geräte fernsteuern. Dazu gucken wir einmal in die Einstellungen. Unter Geräte können wir Geräte hinzufügen. Und dann können wir hier Geräte hinzufügen, sowohl MIDI als auch OSC. Wir können Geräten eine Farbe zuordnen. Also wir wollen zum Beispiel jetzt mal Gelb fürs Lichtmischpult. Und dann wollen wir hier vielleicht über USC noch die Effekt-Engine von unserem Tonmischpult bedienen. Also machen wir mal hier Mischpult Effekte, FX. Bei den Geräten können wir jeweils auswählen, Triggernote senden. Dann wird standardmäßig bei jedem Gerät, wo das ausgewählt ist, auch hier diese Note, die hier immer am Rand steht. Wenn wir hier drüber hovern, sieht man sogar, welche MIDI-Note das ist. Die wird dann immer an das jeweilige Gerät mitgesendet. Das ist ganz praktisch, wenn man Abläufe haben will, wo man jetzt nicht für jeden einzelnen Cue erstmal selbst einen Trigger definieren will, der dahin gesendet wird und so weiter, sondern wird einfach standardmäßig diese Nummer oder also diese MIDI-Note, die der Cue hat, gesendet und darauf kann man dann eben in der anderen Software reagieren. Also wir können hier Mischpult-Fernbedienungen hinzufügen, um Mikrofone ein- und auszuschalten. Machen wir hier jetzt einfach mal Mischpult in Klammern Mikrofon. Wir können da sogar mehrere machen. Machen wir irgendwie Mischpult 1. Mischpult 2. Das hat einfach den Sinn, dass es kleine Digitalpulte, wo sich eben die Mikrofone dann ein- und ausschalten lassen über OSC oder MIDI, die sind recht günstig, größere sind teuer und kleinere Theatervereine machen das dann durchaus so, dass sie mehrere Mischpulte haben, die sie dann einfach hintereinander schließen oder an ein anderes Mischpult anschließen. Und so kann man dann auf seine Kanäle kommen, die man braucht. Dafür kann man mehrere Mischpulte für die Mikrofone definieren. Und die können wir dann bei den Rollen auch auswählen. Also wenn wir jetzt hier nochmal in den Rolleneditor reingehen, dann sehen wir hier, haben wir hier das Mischpult und den Kanal. Könnten wir zum Beispiel sagen, hier ab hier haben alle dann irgendwie Mischpult 2 und da geht es wieder bei Kanal 1 und so weiter los. Welche Bewandtnis hat es mit diesem Kanal? Das kann man selbst bestimmen und zwar kann man bei den Mischpulten hier auswählen, entweder X32, das ist so ein Standard-Mischpult, das viele haben, deshalb ist das schon vordefiniert. Man kann aber auch Custom-MIDI-Nachricht oder Custom-OSC-Nachricht machen. Und da hat man hier halt dann so Platzhalter in geschweiften Klammern CH-Channel. Das sind eben die Kanäle, die man im Rolleneditor dann eingestellt hat. So, und dann hatte ich ja schon gezeigt, man kann hier jetzt einfach mal ein Cue hinzufügen und die Rollen auswählen, die dort an sein sollen. Oder vielleicht auch Gruppen. Oder wahlweise auch alle aus. Damit wird das dann getriggert. Hat aber den Nachteil, wenn wir jetzt zum Beispiel den verschieben, weil wir sagen, soll schon vorher oder so. Oder hier kommt einfach noch eine Rolle hinzu, zum Beispiel falsche. So, hier sagt der Tom was, der sonst eigentlich in der Szene gar nicht dran ist. Dann haben wir das Problem, dann wird hier ja sein Mikrofon nicht eingeschaltet. Da müssen wir dran denken. Das ist ein bisschen nervig. Und deshalb können wir hier stattdessen irgendwo noch einen zweiten Cue hinmachen.
Ja, sinnvollerweise hier zum Beispiel ans Ende vom Lied. Und in beiden Queues nutzen wir dann die Auto-Mic-Funktion. Dann sagt er, okay, du hast schon manuelle Mikrofone definiert. Die können dann behalten werden oder ignoriert werden oder sie werden halt einfach dann aus der Datei entfernt, weil wir wollen ja sowieso die Automatikfunktion verwenden. So, und dann guckt er jetzt, wer ist denn hier alles in dem Teil zwischen diesen beiden Queues? Da sieht er dann eben die einzelnen Leute und eben auch die Gruppen, die werden dann als Gruppen auch angezeigt und alle gemeinsam ein- und ausgeschaltet. Und so kann man dann halt immer mal wieder, wo es sinnvoll ist, wenn Leute aufgehen, abgehen, Queues hinzufügen, wo man die Automic-Funktion verwendet. Wenn danach keiner mehr kommt, gehen alle natürlich aus. Deshalb ist beim letzten immer alle aus. Aber zwischen diesem und diesem wird dann eben jetzt wieder geguckt, okay, wer ist dazwischen dran? Das sind eben nur die 4, die werden dann angeschaltet. Wenn jetzt hier noch Sprechtext hinzukommt, zum Beispiel von Gatsby, der sagt, hallo, ich bin auch da, dann wird Gatsby eben hier auch hinzugefügt. Und das gleiche gilt natürlich auch, wenn wir hier die Queues verschieben. Dann wird da immer geguckt, wer ist in dem Bereich bis zum nächsten Auto-Mic-Queue. Und die werden dann eben hinzugefügt und automatisch ans Mischpult gesendet, wenn sie ausgelöst werden. Genauso wie wir Mikrofone fernsteuern, können wir natürlich auch jedes beliebige andere Gerät oder jede andere Software fernsteuern über OSC oder MIDI. Die haben wir ja gerade schon in den Einstellungen hinzugefügt, die Geräte. Und dann können wir einfach ein Queue hinzufügen und hier eine Nachricht. Da können wir dann also unser Gerät auswählen, entweder jetzt, wir haben nur 2 definiert, Lichtmischpult oder Tonmischpult. Das eine haben wir als OSC ausgewählt, das andere als MIDI, deshalb sind hier die Möglichkeiten, was man einstellen kann, ein bisschen verschieden. Wir können auch einen Kommentar hinzufügen. Das macht gerade bei MIDI Sinn, weil das sind ja alles irgendwie nur recht abstrakte Nummern. Wenn man sich da den Kommentar hinzufügt, was diese Nachricht macht, zum Beispiel welche Lichtszene, also irgendwie zum Beispiel Tag, hell, bewölkt oder so. Macht natürlich Sinn, die dann so zu nennen, wie sie auch im Lichtmischpult heißen. Dann sehen wir hier, Lichtmischpult bekommt hier die Nachricht Tag, hell, bewölkt. Können wir sagen, ab hier sind wir irgendwie, weiß ich nicht, in einer Höhle, deshalb soll unser Tonmischpult den Effekt bekommen, FX, Hall oder was weiß ich nicht was. Fügen wir hinzu, sehen wir, okay, unser Tonmischpult bekommt hier FX Hall gesendet. Können wir hier sagen, ab hier ist dann das Licht auch irgendwie dunkel, weil wir ganz weit vom Höhleneingang entfernt sind. Nachricht hinzufügen, wieder Lichtmischpult. Dunkel, Höhle. Ist dann natürlich hier irgendwie eine andere, muss man irgendeine Note auswählen. So, dann ist das der Ablauf. Es ist hell. Hier wird der Hall-Effekt beim Mischpult hinzugefügt. Es wird dunkel. Und dann ist in der Höhle vielleicht ein ganz kleiner Raum, wo es nicht hallt. Das heißt, hier wird dann auch wieder beim Mischpult FX, None, was weiß ich, der Effekt entfernt. Und dann ist eben auch dieser Effekt weg. Vielleicht können wir auch sagen, wir sind hier wieder aus der Höhle raus. Dann wird einfach demselben Queue noch eine zweite Nachricht hinzugefügt. Auch wieder hier das Lichtmischpult und dann wieder hier Tag, hell. Und dann wird hier auf dem gleichen Queue werden mehrere Nachrichten geschickt. So, und das ist jetzt ganz spannend in der Live-Ansicht. Die Idee ist, dass man im Live-Betrieb, vielleicht hat man hier dieses Fenster dann auf einem anderen Bildschirm. Das Fenster ist aber eigentlich das, was man im Wesentlichen braucht. Und dann kann man mit Go eben immer weiter drücken. Ja, das wollen wir jetzt
gerade mal nicht. Und sieht hier in der Ansicht, die scrollt dann automatisch und zeigt eben immer den Text, der da drüber steht, an, sodass man, wenn man die Show ja auch schon einigermaßen auswendig kennt, immer so die letzten 3 Stichworte da drüber hat oder die letzten 3 Sätze, wenn wir hier jetzt mal runterscrollen, sehen wir hier, okay, hier kommt dieser Text und danach muss eben wieder auf Go gedrückt werden. Also das ist nicht der aktuelle Cue, das ist immer der nächste Cue, der kommen wird. Drücke ich Go, wird hier schon der nächste angezeigt, weil dieser ja in dem Moment schon gar nicht mehr relevant ist, sondern relevant ist immer, was passiert als nächstes und was ist das, was unmittelbar davor passiert. Deshalb diese Live-Ansicht, sodass man eigentlich die Hauptansicht im Live-Betrieb gar nicht braucht. Es sei denn, man hat das lieber, dass man währenddessen mitscrollen kann und dann die Cues einzeln andrückt. Aber während die Live-Ansicht offen ist, bewirkt das Drücken der Cues in der Hauptansicht auch nicht, dass die dann sofort ausgelöst werden, sondern die werden hier links so grün markiert. Und erst wenn man Go drückt, wird dieser Cue dann eben ausgelöst. Hier sehen wir, nächster Cue ist taghell bewölkt. Drücken wir Go, sehen wir Lichtmischpult, taghell bewölkt. Drücken wir wieder Go, sehen wir auch hier unser Effekt am Tonmischpult. Und das ist immer der aktuelle Status. Das heißt, obwohl schon ein anderer Cue war, ist hier immer noch der Status vom Lichtmischpult taghell bewölkt. Das wird sich gemerkt, bis jetzt eben unser nächster Cue kommt. Wir drücken Go und dann ist plötzlich Dunkelhöhle. Das Ganze funktioniert auch, wenn wir Back drücken. Also dann guckt er, okay, ich habe aus Versehen den Cue zu früh gedrückt, ich drücke nochmal auf Back. Dann haben wir hier, obwohl der letzte Cue vor dem, den ich versehentlich gedrückt habe, gar nichts mit dem Licht gemacht hat, ist hier trotzdem wieder taghell bewölkt, weil das ist das, was in dem, den ich aus Versehen gedrückt habe, geändert wurde. Also es wird versucht, immer der vorherige Status wiederherzustellen. Das gleiche im Übrigen auch mit den Mikrofonen. Das können wir mal testen hier. Springen wir einmal an diese Stelle. Wir sehen in der Live-Ansicht, Nick und Daisy sind gerade offen. Dann kommen ein paar andere Cues. Nächster Cue, der dann die Mikrofone umschaltet. Wenn ich Go drücke, sehen wir, okay, die Mikrofone wurden umgeschaltet. Ich stelle fest, das war versehentlich zu früh. Drücke ich schnell nochmal Back. Und obwohl hier Cues zwischen waren, sind aber trotzdem wieder die Mikrofone hier oben offen, die eben zu dem Cue davor noch offen waren. So kann ich also jederzeit, wenn ich aus Versehen zu früh gedrückt habe, auch nochmal zurückkehren. Da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man hin und her springt, verändert das auch so ein bisschen, was der Back-Button tut, weil der Back-Button, der stellt immer wieder den Status her, der vorher war. Das heißt, wenn man gesprungen ist, wird also mit dem Back-Button nicht der Status bei diesem Cue hier wiederhergestellt, sondern eben der Status da, wo wir hergekommen sind. So, wo wir gerade bei der Live-Ansicht sind. Man wundert sich, wenn die offen ist, dann kann man hier plötzlich nichts mehr bedienen. Das ist ganz einfach. Während die Live-Ansicht offen ist, ist standardmäßig hier oben das Schloss aktiv, damit man nicht aus Versehen, wenn man eigentlich nur einen Cue auf Bereitschaft setzen will, irgendwas umstellt. Wenn man was umstellen möchte, dann drückt man einmal auf das Schloss und dann sind auch alle Buttons wieder aktiv. Macht aber auch durchaus Sinn, im Live-Betrieb daran nicht allzu viel rumzufuschen. Deshalb, wenn die Live-Ansicht geöffnet ist, dann ist auch das Schloss aktiv. Wir können sogar, wenn das hier jetzt der PC ist, der am FOH ist und standardmäßig sowieso nur zum Bedienen einer fertigen Show verwendet wird, können wir in den Einstellungen unter Allgemein gesperrt öffnen einschalten. Dann wird die Datei eben automatisch gesperrt geöffnet, wenn das Programm geöffnet wird. Und man muss hier erst auf das Schloss drücken, wenn man auch was verändern möchte. Ansonsten sehen wir bei der Live-Ansicht natürlich, wenn ich jetzt mal den hier auswähle und auf Go drücke, erscheint hier unten ein kleiner Player, der anzeigt, wie lang der aktuelle Song noch ist. Beenden kann ich die Wiedergabe hier. Also wenn mehrere Sachen gleichzeitig laufen, Hintergrundgeräusche, dann entstehen hier mehrere solche Player. Die kann ich alle einzeln beenden, wenn irgendwas läuft, das gerade eigentlich nicht laufen soll. Und wenn gerade irgendwie ganz viel läuft, das nicht laufen soll,
dann kann man auch jederzeit hier oben auf diesen Button drücken. Dann werden alle laufenden Wiedergaben mit einem kurzen Fade gestoppt, damit das nicht so auffällt. Daneben gibt es dann einen Mikrofon-Button, der sperrt alle Mikrofone. Also wenn aus Versehen irgendwie zu viele angegangen sind oder man Getuschel hinter der Bühne hört, obwohl noch Pause ist oder sonst was, kann man hier drücken, dann gehen alle Mikrofone, die definiert sind, aus. Und hier kann man sich in den Einstellungen eine MIDI-Note drauflegen. Unter Live. Notfalllicht-Button, den kann man auch, wenn man ihn nicht verwendet, kann man ihn einfach nicht anzeigen. Hier kann man sich ein Gerät auswählen, dort dann eine Note auswählen, in MIDI oder eine OSC-Nachricht, die getriggert wird, wenn man diesen Button drückt. Das ist ganz praktisch, wenn man da drauf vielleicht das Saallicht legt, dass man, wenn irgendwas ist, das Saallicht einschalten kann. Ist natürlich keine Sicherheitsfunktion, das ist ja völlig klar, aber es ist trotzdem ganz praktisch. Das Programm heißt ja MD Stage. MD steht für Markdown. Alles ist in einer Markdown-Datei gespeichert, die man so auch bearbeiten könnte, wenn man wollte. Also ich zeige das mal, man kann in den Einstellungen allgemein kann man hier einen Texteditor auswählen. Standardmäßig gibt es Z und VS Code. Muss man natürlich installiert haben. Dann kann man mit Rechtsklick auf eine Stelle drücken, in Editor öffnen. Und dann öffnet sich in dem ausgewählten Texteditor das Textbuch. Weil das Markdown ist, natürlich mit einer schönen Syntaxhervorhebung, das macht es ein bisschen übersichtlicher. Kann man so dann natürlich auch mit einem Standard-Markdown-Renderer irgendwie rendern und es sieht in Ordnung aus. Und da drin sind YAML-Blöcke, da ist alles definiert, was eben man eingestellt hat. Kann man alles von Hand machen, macht natürlich keinen Sinn, weil man es eben über die UI auch machen kann, aber gerade für die Textbearbeitung ist das durchaus sinnvoll, wenn man schon fertigen Text hat und den importieren will. Dann kann man den im Texteditor in das richtige Format bringen und in der UI gegebenenfalls dann nur noch anpassen oder eben die Trigger hinzufügen. Ganz interessant ist vielleicht noch, es kann passieren, dass hier eine Eigenschaft drin ist, die aus irgendeiner älteren Version stammt. Ich versuche das natürlich möglichst konsistent zu halten, aber wenn sich ein Bedienkonzept verändert, dann verändert sich manchmal hier auch eine Eigenschaft. Wenn hier zum Beispiel jetzt noch foo drin ist, das gibt es natürlich nicht, und dann das Skript neu eingelesen wird, dann erscheinen Fehlermeldungen. Die sind auch mit Zeilenangabe, das ist eben dann die Zeile im Markdown-Dokument. Da kann man draufdrücken, dann wird dahin gescrollt. Alternativ oder zusätzlich kann man in den Einstellungen unter Allgemein Markdown-Zeilennummern anzeigen. Dann sieht man hier links auch eine Spalte, wo dann jeweils die Startnummer von dem jeweiligen Block angezeigt wird. Dann findet man sich da ein bisschen besser zurecht, braucht man aber in der Regel nicht. Ja, das waren alle Funktionen von MD Stage. Ich würde mich super freuen, wenn ihr entweder hier in den Kommentaren oder per Mail an hello@mdstage.org eine Nachricht da lasst, ob ihr MD Stage einsetzt, wie ihr es verwendet, und vielleicht fehlen euch ja irgendwelche Funktionen, die ich noch hinzufügen kann. Ich habe alles an Funktionen hinzugefügt, die ich aus meiner Theatererfahrung irgendwie gebrauchen kann. Also, wenn euch da noch was einfällt, lasst mich das gerne wissen. Ansonsten, toi 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 für die nächste Vorstellung und viel Spaß!